Sonntagmorgen, 20 nach 7. Ich mache mich vorm Acker und in 5 Minuten weiß ich, ob ich es geschafft habe oder nicht. Bin aber guter Dinge. Da sehen sieht das hier aus wie in Irland. La game jusqu'au bout, je travaillerai pour faire des vidéos, je peux flasher et péter de la boue, je suis un triste humain du 21e siècle. Jo, ich bin happy, ich bin einfach durchgefahren, da war eh noch keiner in seiner kleinen Kabine. Ja, sorry, ist nicht meine Schuld, ich bin um 21 Uhr, vor 21 Uhr da gewesen, hau halt morgens kurz nach 7 ab, wenn da niemand ist, dann ist das nicht mein Problem. Nette Gegend hier, ein bisschen frisch, ein bisschen nass, ein bisschen zu bewölkt. Wollte eigentlich ein paar schöne Bilder machen von hier, jo, jetzt mache ich halt ein paar andere Bilder. Da hinten ist irgendwo Gaspé und ich trinke gleich erstmal einen Frühstückstee. Und vielleicht sehe ich ja noch einen Elch oder so, weil am Sonntagmorgen ist hier nicht viel los, was super ist. Ja, ich glaube, das werden ein paar nette Bilder und ich hoffe, ich habe einen geilen Tag heute. Pose pas de questions, tout est correct. Même si je sais que tout va de travers, que la moitié de mon salaire sert à gagner le cash nécessaire qu'il me faut simplement pour aller travailler. Je ferme les yeux, je vais pas y penser. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Hoffentlich fängt es nicht wieder richtig an zu regnen, sondern klart ein bisschen auf. Bin jetzt an der Spitze von der Gaspé Peninsula, von der Halbinsel. Wenn das Wetter nicht so gut ist und ich durchfahre, bin ich wahrscheinlich morgen in Neubraunschweig. Klingt ein bisschen spießig, ist wahrscheinlich total hübsch. Grenzt an Maine. Maine soll ja auch sehr hübsch sein, ist leider im falschen Land. Ich bin guter Dinge und weiter geht's. Ich bin nicht reisemüde. Je sais aussi que je suis prisonnier d'une grosse cage au bord doré, que je vis sur du temps emprunté à des banquiers, à des compagnies de crédit. Ça me prend ma dose, je suis un junkie. Si la vie vous intéresse, vous êtes à la bonne époque, venez célébrer cette grand-messe. Vous vous sentez inutile, consommez, on a du stock pour combler tout de vos vies serviles. Dans un monde en décadence qui se complaît dans l'abondance et où les gens se mettent en transe devant la réussite et les biens matériels, on crée le plaisir artificiel. Société de contradiction où se côtoient beau décadence, nord d'Hollywood au faux tonton, il y a des au beau cul sur le bord de la crise de cœur, dans cette culture du hamburger. So, mittlerweile ist es 11:20 Uhr. Ich bin in Persee. Nettes kleines Dorf, sehr touristisch, aber richtig nett gelegen. Mit so ein paar Felsen im Wasser und so. Es ist jetzt immer noch so kühl, ist da heiß. So kühl, dass selbst ich ein Vlies angezogen habe, was eigentlich eher unüblich ist für mich. Ich renne eigentlich immer im T-Shirt rum und Flipflops habe ich auch heute eingetauscht gegen andere Schuhe. Alles ein bisschen grau. Ich trinke jetzt meinen Tee, lese ein bisschen in meinem Buch und mache dann mal einen kleinen Rundgang hier. Ich müsste noch mal meine Oma anrufen, die hat nämlich heute ihren 75. Geburtstag. Ne? Bon anniversaire, Mami. Ça c'est à toi. Ich kann nicht mal texten oder anrufen von hier. Aber bei dem Wetter fahre ich eh weiter. So, ab in die Koje, bisschen lesen. Et malgré que je creuse le fossé entre richesse et pauvreté, moi je me sens pas trop concerné, en autant que ces choses ne se passent pas dans ma vie. Je rentre la tête dans mon nombril. Prima, war gerade 2 Stunden am Computer, habe alle Akkus geladen. Ich gehe jetzt noch durchs Dorf und düse dann wahrscheinlich ab, weil ich heute Nacht hier eh nicht bleiben kann oder möchte. So, wo ist denn hier die Sonne? Es ist Sonntagnachmittag, ich mache mir gerade noch einen Apfelkompott. Weiß nicht genau, wo ich heute Nacht schlafe. Ist wie immer ein komisches Gefühl, einfach so um die Uhrzeit, wenn es fast dunkel wird, loszufahren in eine unbekannte Ecke. Aber mittlerweile, ich habe mich ja daran gewöhnt und das ist übrigens mein Rückspiegel. Bin da guter Dinge. Nach Campbellton will ich jetzt nicht mehr, das sind noch 300 Kilometer. Das ist noch über 3 Stunden Fahrt, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist mir auch zu weit. Unterwegs mal gucken. Notfalls penne ich halt irgendwo auf irgendeinem Parkplatz. Ja. Also noch eine halbe Stunde ein bisschen Buch lesen und dann geht's weiter. Ja, immerhin ist nicht so kalt wie vorhin. Hausgemachter Apfelkompott mit Zimt. Total lecker, wärmt schön auf. Stewed Apples. Problem ist, ich sehe nichts, wenn ich das esse. Ich werde heute Nacht mit dem Rauschen der Wellen einschlafen.
Die sind 15 Meter neben mir. Ich stehe leider aber auch 15 Meter auf der anderen Seite zur Straße. Leider konnte ich in Percé nicht stehen, ich kann es von hier aber sehen. Aber hier ist auch nett. Hier gibt es ein Klo da hinten. Das ist halt hier so ein Picknick-Area oder sowas. Ist offiziell geschlossen. Die Klos sind aber auf, es brennt Licht. Es kann höchstens sein, dass heute Nacht die Polizei vorbeikommt und meint, hier kannst du nicht bleiben, du musst weiterfahren. Ist mir auch relativ bums. Ich fahre nämlich jetzt erstmal nicht weiter. Ich bin echt tierisch müde. Ich esse jetzt schon und gehe einfach ins Bett und dann werde ich ja sehen, was passiert, ne? Aber soweit so gut. Bis morgen. Gute Nacht. Oh, wenn das mal kein schöner Morgen ist. Es ist jetzt 6:45 Uhr. Bin hier gestern im Dunkeln angekommen. Das war gestern den ganzen Tag über bewölkt und grau. Jetzt haben wir bestes Wetter. Guck mal. Direkt am Wasser. Da vorne war ich gestern den ganzen Tag. Vom Pazifik zum Atlantik, da ist er, ich habe es geschafft. Jetzt geht es noch weiter und dann irgendwie wieder zurück nächstes Jahr. Ich laufe mich jetzt noch mal ein bisschen warm und fahre dann weiter nach Campbellton, 300 Kilometer von hier, nach New Brunswick. Ich bin jetzt gerade fast 2 Stunden gefahren, will hier am Wasser eine schöne Kaffeepause machen. Jetzt fängt es an zu regnen. Terre, ce cri qui dit la fin de la mer, ce bleu qui meurt sur un peu de verre, mettre enfin les 2 pieds sur terre. Je ne suis rien que matelot, je ne fais que frotter les ponts d'un grand navire sur les flots. Santa Maria est son nom. That's it. Nun ist mir wieder warm. J'ai de la peine à comprendre le capitaine et ses idées. Quand vers le vent veut se rendre, par le couchant se fait guider. Bin anscheinend durch eine Zeitzone gefahren, das ist eine Stunde später. Ey, mit der Sonne ist echt hübsch hier. Terre, terre, ce cri qui dit la fin de la mer, ce bleu qui meurt sur un peu de verre, mettre enfin les 2 pieds sur terre. Ich habe mittlerweile einen ganzen Haufen CDs. Absolutes Muss, einer meiner Lieblinge. So ist okay, Bruce Springsteen geht. Nochmal Bruce Springsteen, okay. John Mellencamp, affengeil. The Wallflowers findet man in jedem Charity-Shop. Ja, Neil Young, auch gut. Bla, Genesis, bla. Hier, Mark Knopfler, Golden Heart, Van Morrison, Moondance, Simple Minds, Dire Straits, Live at the BBC, einer meiner Lieblinge. New Groovement beim 5 Acre Shaker gesehen. The Police, Mist, bla, Crash Test Dummies, richtig gut. Him, nicht so toll, auch scheiß, genial. Cowpuncher, very good. Naja, und noch ein paar komische Dinger ohne Hülle. Hank Williams, Mist, John Lee Hooker, Counting Crows, Mist and Tom Waits. Soweit so gut. Radio geht leider immer noch nicht. Ja gut, und den Batzen habe ich noch vergessen. Mehr braucht man nicht, wenn man auf Reisen ist. Il dit qu'un jour on atteindra là où le soleil pleure de l'or, le bonheur nos vies repeindra. So, bin jetzt gerade irgendwo, weiß ich gar nicht, wo ich bin, aber übernächstes Wochenende, cooles Festival da. Da spielt auch, nämlich direkt in dem Saal hinter mir, Le Vent du Nord. Die habe ich irgendwann in Irland gesehen, in Carrick, und danach noch mit denen gequatscht. Wäre echt der Hit, wenn ich die tatsächlich nochmal in Quebec live sehen würde. Ich hätte voll Bock drauf. Weiß halt nur nicht, ob ich nächste Woche schon wieder da bin. Ich weiß nicht, wie die Atlantikprovinzen, New Brunswick und so weiter sind. Wenn das toll ist, bleibe ich da ein bisschen. So far, so good. Alles prima, es regnet nicht, es ist angenehm warm. On sera des conquistadors, on naviguait depuis des mois, tout l'équipage était atteint, à qui le tour, peut-être moi, le mal de mer l'avait éteint. Bin
jetzt gleich in Neubraunschweig. Einmal über die Brücke rüber. Hab gerade getankt für 1,13,9 glaube ich. Hatte heute Mittag nochmal getankt für $20 für 1,20. 7 Cent Unterschied. Campbellton liegt vor mir. Und ich müsste einfach, ja, ich müsste gleich in Neubraunschweig sein. Es ist jetzt 5:45. Ich glaube Montagabend oder so. Ah, ist auch egal. Da soll jetzt irgendwo ein Walmart sein und ein AV Campingpark. Der ist da. Da ist der Campingpark. Da versuche ich gleich zu duschen. Ich habe mir die Duschen angeguckt, ich wusste, dass die $1 kosten. Ich habe $1, ich habe mein Handtuch, ich habe mein Shampoo im Auto vergessen. Aber ich habe ein $2-Stück in den Duschen gefunden. Also wenn ich hier dusche, bekomme ich fürs Duschen tatsächlich $1 geschenkt. Die Leute sind freundlich, mich haben gerade 2 Leute gegrüßt. Man merkt den Unterschied. Anscheinend spricht man hier wieder Englisch. Hat mich tierisch gefreut, dass ich hier $2 gefunden habe. Stehe hinter der Dusche, seife mich ein, dachte, kannst ein bisschen Wasser sparen. Hab, als ich den Knopf gedrückt habe, für einen Bruchteil der Sekunde gedacht, ach shit, warte mal, vielleicht geht das dann nicht wieder an. Ja, da war der Knopf halt schon leider gedrückt und es ging tatsächlich nicht wieder an. Ich habe leicht Panik bekommen, weil ich nämlich keinen Dollar mehr hatte und ich habe gebetet, dass ich im Portemonnaie noch $1 habe. Zum Glück muss ich jetzt hier nicht eingeseift wieder in meine Klamotten rein zu Walmart fahren, meine 25-Cent-Stücke in $1 umtauschen und dann wiederkommen. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Was lerne ich da draus? In einer Dusche, mit deren Armaturen man nicht verwandt ist. Nee, wie sagt man? Nicht vertraut ist, einfach die Finger davon lassen, überhaupt irgendwas anzufassen, wenn man komplett eingeseift ist. Und zweitens sollte man immer ein extra $Stück an sich tragen. Ich glaube, ich klebe mir jetzt einfach mit Tesafilm $, irgendwie an Fuß oder hinter das Ohr oder so, dann passiert mir sowas nicht wieder. Ja, versuche ein bisschen nachzudenken, wenn ich irgendwie in einer Situation bin, in der ich eigentlich nicht wirklich sein möchte, quasi eingeseift. Neubraunschweig, tipptopp. Naja, bin ja doch schon mal froh, erstmal bei Walmart wieder zu sein. Hier weiß ich, was ich habe. Hier kann ich vernünftig pennen. Das Übliche, nichts Besonderes, aber... Und ich gucke, ob sie hier irgendwie meine Haferflocken haben. Wir haben alles andere. Wahrscheinlich leider nicht meine Haferflocken. Fisch zum Abendbrot, bin gespannt, wie das schmeckt. Die Kombi Maple Syrup und Smoked Salmon. Also schmeckt ja eigentlich nicht schlecht. Ja, schmeckt ein bisschen komisch. Ist halt irgendwie Karamell-Lachs mit Karamellgeschmack oder so. Aber hey, ich bin in Kanada. Da muss man mal komische Sachen ausprobieren. Dazu gibt es einen Tee. Und dann gehe ich gleich ins Bett. Es ist kalt und ich bin müde und ist eh dunkel. Von daher, bis morgen. Also, ne? 2 Äpfel, ein bisschen Zimt, 5 Minuten kochen. Lecker.